So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zero Time Dilemma. Jo, was soll ich sagen? Wir haben immer noch sehr viel, was wir zufällig auswählen können. Q-Team sind wir bisher mit den Startsachen quasi fast durch. Aber es gibt noch sehr viel, was wir im Flowchart haben, oder zumindest ein paar Punkte, an denen wir noch nicht weiterkommen. Und ich meine, zumindest hier gibt es 2 Punkte, die abgeschlossen sind. Warum auch immer. Hier gibt es einen, der abgeschlossen ist. Und hier fehlt uns eine Information. Und hier ist ebenfalls bisher locked. Was auch immer das bedeuten soll, ne? Ich würde sagen, dann schauen wir mal, welches Team wir heute anfangen. Da habe ich wieder meinen 12-seitigen Würfel. Ihr kennt das ja inzwischen, außer ihr seid neu dazugekommen. Aber ich bestimme halt einfach zufällig, welches Team ich spiele. Es ist eine 1. Oh, C-Team. Da haben wir bisher, glaube ich, am wenigsten mit gehabt. Jo. So, bei 12 Seiten, bei 4 Sachen ist es sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, ne, nicht 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Der Würfel sagt 2, die Sache mit der Kettensäge. Ja, da hatten wir sogar in einer Variante was gesehen. Das heißt, wahrscheinlich spielt das in dieser Zeitlinie. Zumindest hatte der Akane eine Kettensäge und wurde von Carlos umgebracht. Seltsam. Suspicion. Da lege ich mich zurück und lasse das Spiel seinen Lauf nehmen. This is... The pantry. Oh, hey Carlos, where's Junpei? No idea. He was already gone when I woke up. It's locked. Wait, did Junpei do this? You think he woke up first and then locked us in? It's been a long time since you've seen each other, right? Maybe now he's Zero's accomplice. That's not possible. The Junpei I know would never do something like that to us. Sorry. It was just one of the possibilities. Junpei... You know, this has been on my mind for a while. But what exactly is he to you, Akane? It's hard to believe that you two just knew each other in grade school. Junpei... He's very... Yes, he's very important to me. All my life, I've never really had many friends to call my own. That's surprising. I would have taken you as the type guys and girls all fawn over in Japan. Oh, you're very kind, thank you. But that's not exactly... Junpei always said I was a girl who always said what shouldn't be said. I never found myself bullied or anything, but it still seemed as if people considered me something of an odd girl. Junpei was different. He told me he'd rush to my aid whenever I was troubled. Once, when we were young, I was crying over something and he faced the enemy alone. He sounds like he's a comic book hero. Yes. To me he is, at the very least. But this past year has completely changed him. It seems to me like he's the exact opposite now. If it was because of me somehow, then this time I need to rush to his aid. That's what I've decided anyway. You really like Junpei, don't you? What in the world are you saying, Carlos? I'm out of my depth when it comes to romance. My coworkers do always come to me with their stories, though. So I can tell. Just by looking, I can tell if someone's in love. Does that mean there isn't anyone like that for you? That important? There is. I love my little sister very much. She's a sunshine on my life. Oh, so a sister complex. Ha ha, you're horrible. Consider it payback for earlier. Now then, nothing will come from just sitting around here. How about we find a way out? Right. I bet you're eager to see your dearest love as soon as you can. Ah, Carlos!
Auf jeden Fall passt es sehr gut zur letzten Folge, wenn man sich da an die Sache erinnert, die auf dem Bildschirm war. Aber ich werde da nicht genau drauf rumreiten. Vielleicht haben einige die letzte Folge nicht gesehen. Aber was es mit dieser Sache angeht, die vom letzten Jahr erwähnt wurde, das war wahrscheinlich dann Teil 1 dieser Spielereihe. Also 999, Abkürzung eben für, was war's? 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Da wurden die quasi in einem ähnlichen Spiel, ja, auch wahrscheinlich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Ah, this is a right leg. Is Zero trying to scare us with mannequin parts? There's really nothing else aside from the leg here. Let's keep looking. Ja, die Kartoffeln oder was das kann man sich nicht ansehen, aber da liegt halt einfach mal ein Bein. Und Junpei fehlt. The power seems to be off on this machine. Doesn't the hole in this panel look like a gingerbread man? I wonder what it could be. The power is off and there's a gingerbread man-shaped hole in the control panel. Is that hole really that fascinating? Oh well, I was just remembering how much fun I had baking as a child. Did you bake heart-shaped cookies full of love for your darling Junpei? Oh Carlos, would you please stop teasing me? The man-shaped hole and the on-off markers. What could this be? Ja, man muss hier augenscheinlich erstmal was machen, bevor man es aktivieren kann. Hier. Hey Carlos, this part looks sort of like a drawer. But nope, can't open it without a handle. It's a drawer without a handle. Eine Schublade, ohne dass man hier raus könnte. Gah, the door to this freezer is locked, won't budge. Brute force won't work on this thing. It won't open if we don't unlock it. There's a password input device next to it. How would we try putting a number in? We put the correct password in, the door should open. 4 digits. Okay, let's give it a shot. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das jetzt zufällig richtig errate... Error, klar. Damit kannst du halt wirklich den kompletten Raum umgehen. Wenn du das halt richtig kennst. I guess the number's wrong. Oder war es so, dass man da nur in einen bestimmten Bereich kam und das gar nicht gelöst hatte? Is that some kind of blue doll and a right arm? The glass door is locked. A bunch of green lines are all over it too. There's an odd blue doll and what seems to be a right arm on the other side of the glass. I can see a bottle and a card on the other side of the glass. This door is locked, and what's up with all these pink lines? There's a bottle and some sort of card inside. Kann ich hier irgendwas öffnen? I'm guessing these buttons are how you open the lock. Einfach wild hin und her. Nope, locked. I guess random button presses won't work. Das gleiche gilt dann wohl auch auf der anderen Seite. I thought I'd be able to kick this wooden door down. Zero wouldn't lock us in a place that'd be that easy to escape from. Let's keep looking. Na gut, es ist, wenn man jetzt auch mit dem ersten Teil vergleicht, ich kenne halt nur so die grobe Grundsituation des ersten. Ich weiß nicht so ganz, was da passiert ist. Im ersten Teil gab es aber halt auch 9 Leute, ähnlich wie hier, nur dass wir die, glaube ich, nicht so voneinander getrennt waren. Aber ich glaube, die hatten in dem Fall Bomben im Körper und auch so ein ähnliches Armband, aber eben nichts mit Gedächtnisverlust oder so. Glaube ich. Wooden door. It's locked. Huh? What's this? It's round. Maybe it's a knob for a machine. Round part. A round yellow part. If you look closely, you can see a tiny triangle. Maybe it's a machine part. A round yellow piece with a small triangle on it. L door, R door, okay. Oh, Carlos, the potatoes are cut up into round pieces. You're right, time to fire up the grill and... showdown. On second thought, I don't feel much like eating while we're stuck here. You know, I remember doing a school science experiments with potatoes before.
Ja. Was haben wir denn hier? This is... A left leg? Is Zero trying to scare us? Oh, it's... Powder to make gelatin. Gelatinepulver, okay. Was streng genommen macht man damit keine Gelatine? Es ist einfach Gelatine. Gelatin powder is mostly for baking, but it has uses in everyday cooking too. Oh, Carlos, I didn't know you like to cook. My mom's the one. I've seen her use it in stew or pasta sometimes. What a nice mother. I'm a little jealous. It was a long time ago, but the memory is still so clear in my head. Gelatin powder. It's usually used to make gelatin harden. This leg looks so real. Disgusting. What the hell? Zero putting something like that in here. It looks just like an actual leg. Nothing else special about it. Trotzdem unschön. Ah, this is... A left arm. Pretty sure it's fake. Warum ist er sich so sicher? This arm, it's handcuffed and affixed to this bar. Is there a reason for this? The fake arm is attached to a bar and handcuffed. Was haben wir denn hier schön? Ein Gelatine-Rezept. A recipe for gelatin. It's nice of them to draw it out, but it's kind of vague. If there's a recipe, then there's probably the ingredients too. Should make some and give it to Junpei when we see him. I made it just for you. No, I'm not bold enough to say something like that. Ach, Akane ist schüchtern. That's too bad. A girl like you saying that would definitely capture his heart. It's a poster with a gelatin recipe. Maybe the ingredients are around here somewhere. Is there anything in this box? Oh, some crackers. These would go perfectly with tea. The packaging makes them look good, but I can't say I have much of an appetite. The box here contains some crackers. Let's get together and eat some when we escape. Let's see. There's nothing we can use here. Nothing useful up here. Let's keep looking around. Ah, hier kann man vielleicht noch irgendwie reingucken. God, what is this? Is this a torso? Carlos, is this real? Well, would you think that, Akane? It's just a realistic fake. You're right. It couldn't be real. Also ich muss zugeben, in dem Raum, als ich das erste Mal gespielt habe, mir hat sich wirklich so die Kehle zugeschnürt. Das ist einfach übel. This is... It says iodine solution. Eine Jodlösung. Iodine solution in a bottle. I remember being told as a kid to never put any of it in my mouth. And the more you're told not to, the more you want to do it. Did you try it? I was curious, but I knew a boy who did and he got severely reprimanded as a result. Was auch immer das heißt. Let me guess. Junpei? Man, that guy. Bottled iodine solution. What could we use it for? Ach, erstmal wieder empty. Ja, als ich das erste Mal gespielt habe und dann hieß es so, ja, Junpei fehlt. Das war auch eines der ersten Levels, das ich gespielt habe, muss ich zugeben. Und das lief dann daraus hinaus, wo man weiß, Junpei fehlt. Es könnte weiß wie viel Zeit verstrichen sein, man hat keine Ahnung. Und man findet hier überall diese scheiß Leichenteile und ob die echt sind oder nicht, man weiß es nicht, aber es ist ziemlich, naja. There are a lot of cans here. But none of them are labeled. I wonder what they hold. There's a lot of unlabeled cans here. No way to know what's inside. Ah, man könnte sie öffnen. These boxes are full of preserved foods. If we get hungry, we can come back here, but there's no need for to do that now. There's preserved food in these boxes. We don't need them right now. Okay, wir haben auf jeden Fall Jodlösung. Und hier haben wir Kartoffeln. Jod und Stärke, also für die so ein bisschen Ahnung davon haben. Oder ich gucke mir das erstmal an, wenn ich einfach nur quasi nichts habe. Sagt ihr was Neues? Sliced potatoes, huh? I remember doing an iodine test for starch reactions in grade school. Habe ich doch gesagt. Stärke-Reaktion. Dann wird das Zeug nämlich schön farbig. Don't potatoes change when iodine solution is dropped on them? Yes, the starch reacts with iodine and turns purple.
Oh, look. Nee, oh, look. Falsche Stimme. Ja, kann die klingen natürlich so. Oh, look, letters appeared. That must mean the experiment was successful. Nee, ich lasse es wieder. It reads D-U-D-L-L-R. I wonder what it means. I've no idea. What about L-Door and R-Door? Ist wohl relativ eindeutig. L-Door heißt die linke Tür. Wir müssen das in der Reihenfolge machen. D-U-D-L-L-R. Wofür das stehen könnte. Down, up, down, left, left, right. Andersrum, right, left, down, up, down. Could U be for up and D for down, L for left and R for right? Also, Doodler, okay. Doodler, das heißt, das müsste jetzt gerade, oder war das A? Ich muss nochmal kurz nachgucken. Nee, von links, Doodler. So. Pushing the buttons should unlock the door. Let's try again, okay. Down, up, down, L. Ja, so. Zack. The lettuce on the potatoes were a hint after all. I never would have imagined something I learned in grade school would help me now. Und wenn wir jetzt das hier machen, das Ganze einfach mal umgekehrt. Pushing these buttons should open the door. Also, Doodler wird dann R, L, L. Down, up, down. Ja, passt. So the reaction, was in to open the door. And now we can get to the things inside. Jetzt sehen wir hier left hand plus doll equals irgendwas. It's a handcuffed right arm. I doubt it's real, but that's no reason to keep looking at this creepy thing. This handcuff is locked. There's a keyhole here. We just need to unlock it with a key. The arm can't be removed, but we can take the doll. Carlos, this blue doll, it feels cold. It wasn't the refrigerator, of course it's cold. Ja. Puppe plus plus Kühlschrank. Makes me think of those cold packs you use when you have a fever. I doubt anyone would ever put that doll on their face, Akane. Steht da nichts drauf oder so. A cold blue doll. It feels so nice, I don't want to stop holding it. Obwohl das Ding diesen Arm gehalten hat. Das ist sehr interessant. So, hier liegt noch was. Wait, something's on the screen. Ach, das übliche kleine Rätsel. Trauben haben wir nur an der Seite. Einmal drehen. Die Traube passt nicht, aber das hier. Dann schauen wir mal diese Ranke. Ob das hatte gerade gepasst. So, passt. Zitronen. Ja, das war das. Eigentlich etwas vom kleinen bisschen norwegisch, was ich kann. Hier. Die Oranje. Und hier der Apfel. Die Bohne passt. Sieht alles passend aus. Carlos, look, the drawer. Let's see what's in it. Some kind of mold. Eine Form. What is this exactly? It kind of looks like a cookie cutter, but it has a bottom. Maybe it's for gelatin. Gelatin, huh? I see. It's a mold to make gelatin. Kann ich das kombinieren? Nö. Are these instructions? It shows a doll. Is it saying we should heat it up? Warm, cool. Ja. Wenn wir es aufwärmen, wird sie wohl orange oder rot. Wenn sie kalt ist, ist sie blau. It's a bottle with water in it. Could be useful. Let's take it with us. It's a water bottle. If you drink from it, you gain superhuman powers and you can break down the door. I wish that was true. Don't try it though. It might have poison inside. I just thought it'd be nice to be the hero, but you're right. A water bottle. What could we use it for? Ja. Wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken. Wir haben ansonsten nur das Gelatine-Rezept. Zuallererst Wasser in Form. I put some water in the mold.
We need some gelatin powder to harden this. Gelatin powder. It's a gelatin mold filled with water. Yeah. I put some gelatin powder into the mold with water. Ich brauche noch rot gefärbte Gelatine. Good job. Now all we need to do is cool it. And then we'll have made some gelatin. This kind of feels me like I'm on a cooking show. We'll call it Zero Time for Cooking with Carlos and Akane. Zero time. Aha. Yeah. Funny. I've mixed the water and the powder in the mold. Now we only need to cool it. Ach ja, wir haben natürlich auch noch diesen runden Maschinenteil. Hatten wir da nicht irgendwas, wo das Ding... Nee, das passt wohl nur hier irgendwo. Ach ja, genau, klar. Yes, the machine powered on. This depression in the panel must be the power switch. Let's see if we can use it. Well, now the power's on, but what's with the rest of this hole? I don't know. Maybe your hand, our hand goes in? Nothing's happening. Just what is this for? Ist das nicht offensichtlich? Is there anything that can fit in this tiny man-shaped hole? Na, zuallererst müssen wir irgendwie die Gelatine kalt kriegen. Kann ich das irgendwo hier reinlegen? Die in die Hand drücken? Hier steht Left Hand plus Doll. Also die linke Hand plus die Puppe. Die linke Hand, nee, das war das Bein. Die rechte Hand war das da, glaube ich. Dann müsste das die linke Hand sein. Ja, das ist die linke. A fake arm is attached to a bar and handcuff. Können wir die Puppe damit kombinieren irgendwie? Nö. Passiert nichts mit. Können wir die Puppe da reinstellen? Das passiert schon irgendwas? We can use this to heat or cool items. Ah, Moment. Cool? Well, the color looks cool, so how about we cool it down? Das heißt, wir können es jetzt schon machen. Okay, dann ist es ja kein Thema. Now the doll feels even more blue because he's cold. No, the color's the same, nothing happened. Machen wir mal kalt. We can change the temperature. Let's try it. Cool. Let's cool this down. Oh, it turned solid. Now we have gelatin. Ein Gelatine-Klumpen. Oh, Carlos, it's so jiggly. It might look delicious, but there's no sugar in it. It won't taste good. Well, you just ruined my appetite. Why is reality so cruel? It's gelatin. We don't really want to eat it. Ja, es stimmt. Gummizeug ohne halt Zucker drin ist ekelhaft. Und vor allem, wenn man zum Beispiel Cola ohne Zucker hätte, das wäre einfach nur sauer. This depression, maybe we can put the gelatin in. I heard a sound from below the machine. Oh look, the drawer at the bottom opened. Putting the knob and the gelatin together makes it look like gingerbread man. I'll admit it, I didn't think the gelatin would fit. Was haben wir denn jetzt hier? Huh? Hey, that's a key. I wonder what it's for. A key. It's pretty small. What is it for? I don't know. Let's try using it with every keyhole we find. A small key. Aber erst werden wir jetzt mal die blaue Puppe aufwärmen, dann wird sie nämlich rot laut Papier. How about we try warming it up? So. Look at that, the color turned a pale pink. He'd been trapped in that refrigerator so long that his skin turned blue. Feel kinda bad for this little guy now. 1, 2, 3, 4. The doll turned pale. The number 1, 2, 3, 4 is on its stomach. Look close. I thought it was ketchup, but it looks like it was written with blood. Das muss aber ziemlich frisch sein, ansonsten wäre das nämlich definitiv bräunlich geworden. Ketchup, really? You have to admit that it would be pretty funny, Zero using ketchup to write this out. A pale doll with 1, 2, 3, 4 written on the stomach.
Ach ja, genau. Wir haben natürlich den Schlüssel gefunden, der könnte ja zur Handschelle passen. Dann passt ja auch der Tipp. Hier. Kann ich eigentlich lesen, was da steht? Reads left hand plus doll. Gut. Left hand plus doll, huh? Left hand plus doll. If it's supposed to be a math equation, should we change the words to numbers? Left hand plus doll, Ja. Das hier war ja die rechte Hand. Die linke ist ja da. A fake arm is attached. Okay. Quatsch, das... Ja, das war die linke. Also dann müssen wir vielleicht doch hier... Kann ich das Ding abnehmen? Maybe this key will work on the handcuff. Yes, it worked. We got the arm. Rechter Arm. This right arm is a fake. It's strangely cold. It's in a fist too. Oh, does that mean... No, I really don't think it wants to win a rock, paper, scissors. A well-made and cold right arm. Dann müssen wir wohl den Arm aufwärmen. Ja, wenn der echt ist, ist Leichenstarre eine echt ätzende Sache. We can change the temperature. Let's try it. Maybe we can heat this up. Something will if we heat this up, something will change. What? Tja. Oh, the hand, it opened. It got all warm and soft. Ugh, this whole gimmick is really gross. It's a fake right arm. Heating it caused the hand to open. Did you just play rock, paper, scissors with it, Carlos? What? Like we would do something so childish. Ja, ob das wirklich so kindisch ist? Dieses Ding. Right arm with an open fist. Other than rock, paper, scissors, what can we do with it? Wir müssen irgendwie an die linke Hand, doch, linke Hand kommen. Damn no use, it's locked on the wrist. There's a spot for a key. Maybe there's one around here somewhere. Ja. Maybe this key, this is the key for the handcuff. Yes, the arm has been freed. Oh, der ist aufgespießt auch noch. Something is written on the palm. 5, 2 and a 9. The number on the hand could be read upside down too. Ja, dann hätten wir 6, 2, 5. Okay, ja stimmt, hier gab es dieses Zahlending. Also 1, 2, 3, 4, 6, 2, 5 müssen wir mal eintippen. Ja. Nee, Quatsch, das kann wahrscheinlich nicht sein. Nee, Quatsch, wir müssen es addieren. Ist der hinten hier? Ja. Klar. 1, 2, 3, 4, 1234. 625, 625, 1000. Neun. Mensch. Ich bin gerade echt müde, so ein bisschen. Also normalerweise bin ich im Rechnen echt schnell. 1, 2, 3, 4. 6, 2, 5. Müsste 1859 sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Na also. Ach nee, man kann den Raum damit nicht komplett überspringen. Left hand plus door was the hint for the freezer. Yes, but it only opened the cover. We have another step. It looks like a hand mark. Maybe it needs a palm print. Let's see if my right hand will work. Well, my hand isn't it. Want to give it a try, Akane? It didn't work. My hand isn't the right one either. Neither of our hands are right. Then whose hand is? A right hand palm print. It's not me or Carlos. Not the right hand. Something in this room, maybe. Und man kann den Raum also doch nicht quasi überspringen. Wir haben jetzt aber noch den Arm. Wie krank wäre das, wenn... Also ich meine, diese Räume sind ja alle vom Rätseln her so strukturiert, dass du alles brauchst, was du im Raum findest. Dieser Raum ist von Anfang an auf diese Leichenteile konzipiert. Uah. Alright, we were right. This was the hand we needed to authenticate. I wonder what's inside. Let's open the door.
Und jetzt, wir erinnern uns an eine Sache aus der letzten Folge. No way, you've got to be kidding me. Ja. Manchmal kommt da plötzlich unten was und ja. I don't think this is fake. Eine Kettensäge und eine Axt. Ich halte die Klappe, keine Sorge. Announcing the current casualties. D-Team, Diana, Bond, Sigma. C-Team, Junpei. These 4 are now deceased. As a result, 4 X-passes will be revealed. Blue, red, milk, jump. That is all. Horrible! So horrible! Who would do such a thing? This room is locked. So, the one who killed Junpei is... Carlos? Damn it! Damn it! Break, damn you! Connie? Junpei! Why? Why? I just don't know anymore. Damn it. Who would have thought this would happen? All I wanted was to get that $500,000. If only I could save her. Just save Maria. That's all I wanted. And now... Reverie syndrome? For example, say there's a PC with basic low-end components. If we played a number of videos all at once on it, what would happen? The processing speed slows down, of course. It's not much better than if the computer had froze. What's happening with your younger sister is similar. So you're saying this isn't carbon monoxide poisoning, but... Right. With Maria, her brain and nervous system seemed to be perfectly fine. We couldn't figure out the cause until now. Other patients with the same symptoms began appearing recently. And they have. Reverie syndrome. A variety of moments flicker in and out of the mind, as if one was constantly dreaming. That's why it's called the daydream or reverie syndrome. There have been no complete recoveries as of yet. However, it seems with the newest medical technology, a few cases have been successful at relieving the symptoms. Then please, you must do the same for her. Does little Maria have insurance? You do understand what's required for treatment, yes? If I did, Maria will... So that means I absolutely can't die here. That's why you killed Junpei, isn't it? What did you say? You figured you needed to kill someone to save your sister.
And that's why you... Whoa, what are you talking about? Don't play dumb! Did you forget that you and I are the only ones in this ward? So it's obvious the killer is... It had to have been you, Carlos! Connie, calm down! I am calm! Okay, you're right. I'm the only other one here. But I... No, it was definitely you who killed him! Wait, stop! You say that, but maybe you're the one who really did it. What did you say? You were the one who killed Junpei. And now, you're going totally nuts with that chainsaw. I don't believe this! No matter what, even if the world went topsy-turvy this very second, I'd... So, I'm going to be the next one you kill, huh? If 2 more people die, you can return to your darling little sister. Hey now, if you kill me, your probability of escape gets pretty high. What? Why'd you run away? Did you feel too threatened by me with this axe? Think. Calmly, think it over again. It's just like any other Code 3. Once 90 minutes are up, an injector in your bracelet will activate. And an aesthetic that is agent or racial memories will be administered. Okay, so after we voted at 1330, we were hit with the anesthetic. We awoke in the pantry after 1800. It's 4 hours of time not accounted for. What was I doing during that time? Was I really sound asleep then, or... I just can't remember what happened because of the drugs I was given. Maybe Akane was right, and I... What? Blackout? No. Akane had run off towards control. It might be possible to turn off the lights there. So she did kill Junpei? And she's coming for me. What do I do? What the hell should I do? Think calmly, rationally. Who is the most threatening person here right now? Whoever it was who killed Junpei. So what I need to do is remove that person. Even if it ends up being me. No! What the hell am I thinking? There's no way it could be me. So then... Ah, there you are. Damn it. Just who did it? Jo, da bin ich jetzt wieder bei einer Entscheidungsstelle. Jetzt gibt es ein Problem. Also ich sag mal, an dieser Stelle gibt es nur 2 Entscheidungen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas eintippe, was keinen Sinn ergibt, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach mal, sagen wir mal, Eric eintippe, das wird er, glaube ich, nicht annehmen. Ich glaube, er nimmt wirklich nur Carlos und Akane an. Not likely to be Q-Team. Wenn ich jetzt zum Beispiel Zero eintippe, do not know identity. Ja. Man muss aber auch sagen, Akane ist natürlich jetzt gerade in einer beschissenen Situation, aber sowas Ähnliches hatten wir letzte Folge auch. Also da fanden wir dann ja die Leiche von Mirror. Ja. So, das heißt, jetzt habe ich die Wahl zwischen Carlos und Akane. Womit ich anfange, das entscheide ich zufällig. Die andere Alternative zeige ich nachher. 10. Akane. Also
Also an dem Punkt gibt es wirklich nur 2 Situationen. That's right. Akane. She has to be the one who killed Junpei. Akane, why did you kill him? I didn't kill him! Carlos, I knew it. You. No. I didn't kill. Junpei. I'm sorry. I couldn't avenge you. Akane? I just killed... Ich muss zugeben, ich finde diese Stelle einfach übel. Ach, wie man sieht, hier gibt es ja auch noch die... Also wieder was verschlossen ist. Aber das ist das, was hierzu führt. Wir haben ja die Szene im Grunde auch gesehen. Übrigens, die Szene wurde zum Teil auch im Trailer verwendet. Also, falls jemand die Trailer zum Spiel gesehen hat, kam einem das vielleicht bekannt vor. Und es ist eine üble Stelle, finde ich. Eine ganz üble. Man weiß ja nicht, wer hat ihn jetzt umgebracht. Und vor allem, wenn wir jetzt hier in den Punkt im Zeitbaum schauen, davor war nix. Wie ist der gestorben? Und wann? Und es ist augenscheinlich keine spielbare Stelle. Wie erfahren wir das, ist die Frage. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Entscheidung. Übrigens, ich glaube, wenn man einen Namen vom D-Team eintippt, kommt dann stattdessen halt da, es gab ja schon die Casualty Announces, dass D-Team tot ist, dann sagen sie halt, glaube ich, dass es dann heißt, the dead cannot kill people. Ach ja, ich möchte noch kurz, bei Q, not likely to be Q-Team, okay. Was ist jetzt, wenn ich einfach mal Diana eintippe? Ich glaube, da sagt es dann, the dead cannot kill people. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ja. Oder cannot kill anyone. Was ist, wenn ich Junpei selbst eintippe? Das wäre auch interessant. Dann einfach Error kommt. Ja, the dead cannot kill anyone. Also, mit anderen Worten, er war schon tot, er hätte sich gar nicht selbst töten können. Sehr lustige Logik. Aber okay, dann sagen wir jetzt mal, Carlos wäre es selbst gewesen. Nein. Ich wollte eins nach oben vorher. So. Das ist halt die alternative Möglichkeit. Wobei ich sagen muss, Akanes Wahl so Licht aus mit der Kettensäge, sie ist doch viel lauter als der mit der Axt. Of course. Akane. She'd never do something like that to Junpei. He's very important to me. If that's the case, then I'm the only one who could have killed him. It might have been a demon possessing me. Or maybe it was some kind of parasite. Or I'm under hypnosis? Whatever it was, regardless of the reason, I was the... And then I forgot I did it because of the damn amnesia drug. Carlos? Don't come any closer! I'm dangerous. My body moves against my will. I might kill you next. If
If that's how it is, then... Carlos, no! Ah! No! Why did this happen? Mom, Dad. I won't let anyone die. Carlos! Carlos! I'm so sorry. You couldn't have killed Junpei. And I... Zählt als Game Over, was eigentlich nicht ganz stimmt. Moment. So. Wenn wir uns nämlich jetzt das Flowchart ansehen, sehen wir, dass es hier noch weitergeht. Also es ist kein Ende der Geschichte. Obwohl es eine Stelle ist, an der einer der 3, ich sag mal, steuerbaren Charaktere drauf geht. Und zwar durch Selbstmord, das muss man ja auch mal geben. Ja, und wie man sieht, hier geht es noch an einigen Stellen weiter. Speziell hier scheint eine sehr lange Kette zu sein. Ich glaube auch, ich weiß so in etwa, was da war. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Unter anderem, weil es noch ein paar Schlüsselereignisse geben wird, die wir halt noch nicht hatten. Und ja, ich muss zugeben, gerade diese Szenen, also beide Ausgänge sind halt richtig beschissen. Junpei ist tot, man weiß nicht warum. Und diese Sache mit den Leichenteilen, also das ist, als wäre das von Anfang an geplant gewesen für diesen Raum. Das ist einfach widerlich. Und dann, ja, die Team hingerichtet. Okay, das ist in dieser Zeitlinie einfach der Fall. Dann haben wir allerdings auch noch das Problem mit, ja, egal was man am Ende wählt, einer steht dann komplett alleine da. Also entweder Carlos begeht Selbstmord und Akane ist komplett am Boden zerstört. Oder Carlos tötet Akane und dreht augenscheinlich selbst so ein bisschen durch. Also verliert dann auch noch seine Hand, wohlgemerkt. Das sah man ja auch zwischenzeitlich, dass er mit der Kettensäge doch ein bisschen erwischt wurde. Und ich glaube, so eine Wunde von der Kettensäge ist sehr übel und sehr schmerzhaft. Weil die, ich sag mal, die schneidet ja nicht, die reißt. Naja, gut, dass das Spiel nicht so detailliert das alles zeigt, wenn ich mir das vorstellen würde. Uah. Ja, ich hatte in meinem Studium kein Problem, eine tote Ratte zu zerschneiden, aber das... Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich das ansehen, aber es wäre definitiv kein schöner Anblick. Und wie ihr seht, wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Wir haben wirklich noch eine ganze Menge an Szenen vor uns, die wir noch nicht gesehen haben. Und kann sogar sein, dass wir jetzt ein paar neue Sachen dazu bekommen haben. Also hier sieht es nicht danach aus. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Ja, da bin ich dann mal gespannt, auf was es dann in der nächsten Folge hinauslaufen wird, wo wir weitermachen. Auf jeden Fall freue ich mich drauf und ich bin echt wirklich gespannt, wie das Let's Play bei euch ankommen wird, weil nach wie vor keine Ahnung, weil ich nehme das halt im Voraus auf, während gerade noch KOTOR und Borderlands laufen. Und dann schaue ich mal, wann ich es irgendwann hochlade. Vielleicht nutze ich auch das gute Internet bei meiner Uni und mache das darüber. Das wäre nämlich sehr lustig, aber also es ging definitiv. Müsste ich die mir halt nur alle auf den Laptop ziehen, die Folgen, aber das dürfte nicht das Thema sein. Wäre eine lustige Idee. Und dann plötzlich so, paf, hat mal ein neues Projekt, da kommt jetzt jeden Tag eine Folge von mal nebenher. Vielleicht mache ich das so, das wäre eine geile Idee. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt Spaß oder hattet Spaß. Lasst Gedanken und sowas in den Kommentaren. Kritik kann ich ja leider nicht lesen. Und ja. Sagt, also, wie gesagt, würdet ihr, nee, wie soll man sagen,
es ist schon heftig, was für Szenen man manchmal kommt, finde ich. Also speziell diese Sache mit der Kettensäge, das ist dann schon hart. Sehr hart. Aber, also man kann einfach sagen, jeder in diesem Spiel ist irgendwann mal ein richtig armes Schwein. Also, es gibt so viele Szenen, in denen man Charaktere sterben sieht und viele Charaktere haben ja auch eine Bindung zueinander. Seien es jetzt Akane und Junpei oder sei es zum Beispiel, oder ich meine auch Mira und Eric, okay, zumindest Eric hat eine gewisse Bindung an Mira, wenn sie ihn nicht gerade umbringt, aber ja, er ist halt komplett vernarrt in sie. Dann die Sache mit Fire und Sigma, dass die durchaus eine enge Bindung zueinander haben, ist sehr eindeutig. Und ja, das ist. Also manche Szenen, finde ich, gehen einem schon an die Nieren, selbst wenn sie nicht so gut animiert sind. Aber dann will ich jetzt nicht mal weiter schwadronieren. Ich meine, Folge geht ja schon lang genug, die Folgen. Ich habe ja gesagt, ich mache ein Fragment pro Folge. Dann, ja, steht uns trotzdem noch einiges bevor. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!